Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu dieser ganz speziellen Safari auf dem Sofa. Ich stelle uns gerne schnell vor, das ist der Untitled. Hallo. Er ist langjähriger Safari-Guide, zertifiziert in Südafrika und führt die meisten von unseren Reisen so durch. Ich bin Lilian Birrer und zusammen haben wir unser Safari-Unternehmen «Die Footprints» gegründet. In Zusammenarbeit mit Nature Team haben wir ein ganz spezielles Naturerlebnis zusammengestellt. Wir gehen nicht nur auf Safari, sondern wir gehen auf Safari zu Fuß. Jetzt wäre es Zeit für euch, von eurem gemütlichen Sofa ein bisschen zu entführen in eine wildere Welt. Und wir bringen euch gerne ein bisschen Abenteuer heim in die Stube. Ja, das als kleiner Einblick, wie so eine Safari aussehen kann. Klassischerweise ist man ja in so einem offenen Safari-Fahrzeug unterwegs, wo man als Vorteil hat, dass man in relativ kurzer Zeit grosse Distanzen zurücklegen kann und entsprechend viele Tiere auch an einem Tag sehen kann. Eine etwas unbekanntere Variante ist, auf was wir uns spezialisiert haben. Das ist ein Safari zu Fuß. Da sieht man, ist deutlich näher am Geschehen, es ist deutlich staubiger. Und wir möchten euch gerne jetzt ein bisschen mehr über das erzählen. Wir sind hier wirklich als Gruppe von maximal 8 Leuten im Busch unterwegs, mit jeweils 2 bewaffneten Guides. Das ist in Südafrika auch Vorschrift, dass das so ist. Und wir tun uns wirklich die Begegnungen mit den Wildtieren von Afrika erwandern. Wo machen wir das? Wir haben gesagt, wir haben mit Nature Team zusammen eine 11-tägige Safari zusammengestellt, die auch ganz verschiedene Punkte in Südafrika abdecken. Wir sind insgesamt in 3 verschiedenen Nationalparks unterwegs und haben dort natürlich auch den Vorteil, dass wir ganz verschiedene Landschaften und eine grosse Biodiversität antreffen können. Als erstes gehen wir jetzt ganz oben in den Norden vom Krüger in eine abgeschlossene Konzession Makuleki. Safari is the Swahili word for journey. Originally, most safaris were hunting expeditions. That's where the Big Five gets their name. The Big Five, being the lion, leopard, buffalo, elephant and rhino, were known as the most dangerous animals to hunt on foot. These days, though, a safari holiday is much more of a form of ecotourism.
Like Lily said, there are many different types of safaris, but each type of safari, whether it's from inside a game drive vehicle or from on foot, is a must-have experience. Personally, I prefer walking safaris and wilderness trails. There's something just so natural about disappearing off into a wild African landscape with nothing but your backpack, a full water bottle, and a good pair of binoculars. We all have this deep, natural connection to nature, and a walking safari encourages us to embrace our wilder side. It gives us the rarest of gifts, the gift of not only being able to explore the wilderness around us, but also the wilderness within us. Ja, und am besten nehmen wir euch jetzt einfach auf so einen Tag auf Safari mit. Wie gesagt, wir gehen ganz in den Norden vom Krüger in die Konzession, wo die Wildnis wirklich noch Wildnis ist. Wir verbringen dort die ersten 3 Nächte in einem saisonalen Buschcamp. So sieht es aus. In Südafrika hat die Walking-Saison Saison von April bis Oktober. Aus diesem Grund ist das Camp dort, wird im April aufgestellt, im Oktober wird es wieder abgebrochen und zurückbleiben tut wirklich nur ein bisschen festgepresste Erde. Der Grund für die Saison ist, dass dann der Regen vorbei ist, es ist ein bisschen weniger heiß, es sind angenehme Temperaturen für zu Fuß unterwegs zu sein, es hat nicht mehr so viel Mucke und das Gras ist ein bisschen weniger hoch, sodass man gut laufen kann. Das Camp hat durchaus auch einige Annehmlichkeiten. Es ist rustikal und hat doch eigentlich alles, was man braucht. Keine Elektrizität, ihr seht, es ist mit Gaslaternen beleuchtet und das Camp hat auch keinen Zaun. Das heisst, unsere Nachbarn kommen regelmässig auf Besuch, sagt es eine zutrauliche Antilope oder ein gewunderiger Elefant, der da schauen will, was in diesem Camp läuft. Anfangen tut unser Tag früh am Morgen, noch vor Sonnenaufgang, werden wir von den Guides geweckt. Wir wollen die kühle Zeit des Tages ausnutzen. Und als erstes gibt es einfach mal einen Kaffee oder einen Tee und etwas zum Essen. Und dann versammeln wir uns um einen Guide für einen kurzen Safety Brief. Good. So once everybody's ready to go, water bottles filled, sunscreen applied and hats on, your guide will give you a short safety talk. It's important to remember that although most of the do's and don'ts are pretty simple, that you should still listen quite carefully. Remember, your guide is not only responsible for trying to create the best possible bush experience for you, but to do so in a safe, comfortable, and least ecologically impactful way. The 5 most important rules to remember are to walk in single file, one behind the other, about an arm's length apart, to always stay behind the rifles, to walk as quietly as you can while viewing animals and moving through the bush, to never ever run, and most importantly, to obey all of your guide's instructions immediately and without hesitation. Ja, das Schöne an einer Safari zu Fuß ist, das, was ihr hier seht. Man kann sich bewegen, wo keine Strassen sind, wo das Auto eben entsprechend auch nicht herkommt. Und wie man sich im Busch so bewegt, das ist häufig, wie man das hier im Gras gerade erkennen kann, auf so alten Game Paths, also Tierpfaden, wo wirklich auch die grossen Säugetiere sich drauf bewegen und konstant wie eine Zickzacklinie durch das ganze Areal bilden. Das sind oft Elefantenpfade. Das Interessante ist, die sind hunderte von Jahren alt, wo sich die Elefanten immer vom Norden in den Süden und vom Süden in den Norden auf ihren bekannten Pfaden immer wieder verschieben. Und wir machen uns das zu nutzen und brauchen die eben auch für unsere Wanderungen durch den Busch. Ebenfalls ein Vorteil ist, dass man an Orte herkommt, wo man sonst gar nicht herkommen kann, auch selbst mit einem Fahrzeug nicht, wie zum Beispiel hier die Felszeichnungen von den Buschmännern, die einem doch einen tiefen Einblick geben in die Geschichte von dieser Region, wo wir uns befinden. After a while, you'll begin to feel more relaxed. Once the initial adrenaline rush begins to fade, when we realize that there aren't lions waiting for us behind every tree, you'll be more comfortable to look around. And you must. There is so much to see. There are many little secrets, sights, sounds, smells, birds soaring overhead or tracks on the ground that all come together to create the whole experience of being out on foot in the African bush. And these little secrets can often act as clues as to what might be happening around us.
For example, if we hear the harsh rattling sound, the call of an oxpecker in the distance. Oxpeckers are fascinating little birds that feed off the ticks found on large animals. And up in Makuleki, you often get oxpeckers on buffalo. So hearing them call might indicate that there is a big old grumpy buffalo bull lying in the mud just behind the bush up ahead. So, as we slowly sneak forward, led by your guide, keeping as quiet as we can, making sure we're downwind so that our smell doesn't carry to the buffalo, your heart begins to beat a little quicker, and it should. Buffalo bulls are famous for having bad tempers. They weigh approximately 800 kgs and are 4 times as strong as an ox. Definitely one of the most exciting animals to encounter while on foot. So as we get into position, kneel down and lean forward in the hope of seeing a buffalo bull lying in the mud. You look and it's only zebra. Ja, die Vögel landen eben nicht nur auf den Büffeln, sondern auch auf den Zebra. Das Schöne ist aber, dass wenn man zu Fuß unterwegs ist es eben nie nur ein Zebra, das man sieht, sondern selbst relativ häufige Tiere machen ganz eine spezielle Begegnung aus, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Eine meiner schönsten Erinnerungen zu Fuß in Südafrika ist, wo wir einfach über so eine offene Graslandschaft gelaufen und von hinten hat uns eine Herde Zebras überholt, ist an uns vorbei und in der Distanz verschwunden. Also selbst so kleine Begegnungen können sehr einen tiefen Eindruck hinterlassen. Was auch ganz anders ist, wie uns Tiere begegnen, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Meistens im Auto kann man relativ nah auf Tiere rauffahren, weil sie uns nicht als Menschen erkennen, sondern eben als Auto. Und das tut sich sofort verändern, wenn sie einen Menschen auf 2 Beinen erkennen. Über Jahrtausende waren wir ihre Jäger und sie haben dort auch eine andere Schranke, wie nach man kommen kann. Und da braucht es häufig sehr viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen vom Guide, eben, damit man sich den Tieren nähern kann, ohne dass sie ihn bemerken und man sie einfach in Ruhe beobachten kann. Ja, wir haben das Zebra lang genug beobachtet und ziehen uns ganz säuferlich zurückziehen, um es nicht zu stören. Es ist Zeit für ein Päuschen im Schatten. Die Walks gehen in der Regel so 2 bis 4 Stunden. Es kommt ganz darauf an, wie viel das man unterwegs sieht, wie viele verschiedene Tiere, wie man sich ihnen nähern kann und wieder zurückziehen kann. Das ist sehr eine dynamische Sache von der Zeit her. Es ist auch nicht so, dass es ein Bergwalk ist, also das Gelände ist in dem Sinne nicht schwierig und gleich ist man dann zwischendurch froh für ein Päuschen im Schatten. Wenn die Sonne steigt, wird es langsam heiß und wir wollen gegen das Camp zurückgehen. Es ist Zeit vielleicht für eine Dusche. Selbstverständlich ist das in so einem Camp auch nicht ganz 0815. Das ist so ein Bucket Shower, wo man duschen kann. Und was letztes Mal passiert ist, ist, dass eben, als der Gast in der Dusche war, hat der Elefant entschieden, den Busch außerhalb der Dusche anzuknabbern. Und die ist ein bisschen länger gegangen als geplant. Ja, dann ist es Zeit, um etwas zu Mittag zu essen. Man kann sich auch noch mal ins Zelt zurückziehen, für ein bisschen zu pfusen oder einfach sonst ein bisschen eine Mittagspause zu machen, bevor wir am Nachmittag auf unseren zweiten Walk starten. Being out on foot really gives us the opportunity to focus on some of the smaller things, the things that are often overlooked or ignored while on a classic game drive vehicle, whether that is having the opportunity to taste the leaf on a buffalo thorn tree, or feel the heat radiating from a termite mound on a cool morning, or smell the smell of the carrion flower. This pretty star-shaped flower releases a horrible smell that smells very similar to that of rotting meat. The smell attracts flies, which then pollinate it. We also get the opportunity to spend some time exploring the interesting world of tracks. With some guidance from your guide, a little effort and a lot of patience, what might at first appear to be nothing more than some random marks and scratches on the ground can become quite a detailed story. If we have a look at this track over here, for example, the first thing we'll notice is size. Using this stainless steel coffee cup in the top left as a size gauge, we can tell that this track is about the size of an adult human hand. Zooming in a bit closer, we will notice that there are 3 lobes at the back of the track. This tells us that this track is a cat.
Cats tend to have 3 lobes, whereas dogs, or dog species, tend to have 2. To confirm what we already suspect, we'll have a look at the top of the track, just above these toes, to see if there are any claw marks. This makes sense when you consider what the animal uses its claws for. Dogs use their claws for grip while chasing down their prey. So you often see claw marks in dog tracks, whereas cats use their claws to grab or grip onto their prey when hunting. So their claws need to stay sharp. For that reason, they pull back, retract their claws while they're walking. So you don't often see claw marks in a cat track. So added to our 3 lobes at the bottom, we can see that there are no claw marks at the top. We can quite confidently then say that this is, bearing in mind the size, a lion track. But there's more than that. If we have a look at the second toe from the left, we can see that it's further forward than the rest. That tells us that it is the right foot of the lion. Also, the toes are narrower rather than wider and slightly closer together, less splayed. This is an indicator that this could well be the back foot, and it would be the back foot of a lioness. Having a look at the outside edges, we can see that they're quite crisp, quite clear. Not much soil has fallen into the track. This can often tell us how fresh the track is. This is very crisp, very clear, and therefore very fresh. Definitely worth following up on. Another interesting track or sign to come across while out on a bushwalk is a hole like this. Granted, the hole isn't that interesting, but what lives inside it is very interesting. Sometimes I can use a single stalk of grass to gently coax out the baboon spider that's living inside. Let's have a look and see if it works. Gorgeous. Shame she's a bit shy and doesn't want to come all the way out, but we can still see her legs over there. But I think let's leave her in peace. Ja, man weiss nie, was man auf so einem Walk begegnet. Eben ein kleines Tier, ein grosses Tier. Aber es hinterlässt ganz sicher immer einen tiefen Eindruck, wenn man es dann schlussendlich sieht. Wir nähern uns meiner Lieblingszeit vom Tag und das ist die Zeit kurz vor Sonnenuntergang. Man nennt es auch the Golden Hour und nie hat sie den Namen so verdient wie im Fever Tree Forest in Makuleki. Die Fieberbäume haben fast eine fluoreszierende Rinde und wenn die Sonne tief steht und so in den Wald hineinscheint, gibt es wirklich ein magisches Erlebnis, wenn man dort durchlaufen kann. Wir durchqueren das Wäldchen und kommen hinten dran an ein Wasserloch. Und an einem Wasserloch dort ist immer etwas los. Wir suchen uns ein geeignetes Plätzchen, wo wir niemanden stören und können dort die Hippos beobachten, die auf und ab tauchen. Man kann schauen, was das alles kommt, eventuell trinken oder die Affen in den Bäumen ein bisschen beobachten. Was man nicht will, ist im Dunkeln unterwegs sein zu Fuß. Das heisst, wenn die Sonne tiefer geht, ist es für uns Zeit zum Zurückkehren ins Camp. Not so fast. The walk isn't over until we're back in camp. Just ahead of us, we hear a branch snap, followed by a deep grumble. Elephant. There is a big elephant bull slowly moving towards us. He's a bit too close for us to back away now, so we'll have to stand our ground. But judging by his behavior, he's very relaxed. After taking in all the information that's available to me and trusting the experience that I do have, the best thing for us to do is to sit down and keep quiet. This will reduce the size of our profile, making us less threatening. There is some needle bush between us and the path that the elephant is most likely to follow. So I'm fairly sure, in fact very sure, that the elephant is simply going to walk past. He'll probably stop, give us a look and maybe a shake of the head, but then he'll move past. So stay seated, stay quiet and watch.
Genau. Really. Wow, how incredible was that? And that's just on a video. I can promise you being there in real life makes it a million times more breathtaking. But it's not just an encounter. I strongly believe that real, meaningful, authentic nature experiences like that have the power to create a ripple effect that will change the hearts and minds of people. Ja, nach dem Adrenalinrausch auf den Schluss ist es definitiv zurück ins Camp zu gehen. Wir versammeln uns um das Feuer und ich kann euch garantieren, das ist sicher eines der besten Bier oder Gläser Wein, die ihr habt seit langem. Wir starten ein Feuer und meistens ist es dort, wo auch die schönsten Geschichten nochmal erzählt werden, wo man als Gruppe zusammenkommen kann oder auch einfach ein bisschen über das Leben und den Tag philosophieren. Es gibt etwas Feines zur Nacht, es ist immer erstaunlich, was die Ladies dort zaubern auf den Tisch. Und dann ist es dann nachher Zeit, für zurück ins Zelt zu gehen. Meistens sieht es so aus, wenn wir uns zurück ins Zelt ziehen. Und wenn dann der Reissverschluss sicher zu ist und wir gemütlich im Bett liegen, haben wir Zeit, ein bisschen auf die Nachtgeräusche vom afrikanischen Busch zu hören. Und wenn wir so etwas hören, aus der Distanz, dann sind wir doch sicher, dass der nächste Tag einiges an Aufregung wieder wird bringen. Wir möchten uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Bleibt gesund. Keep walking and we hope to see you out there.